Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man diese süßen kleinen Schmetterlinge machen kann. Die kann man dann auf ein Bild kleben, man kann sie auf kleine Holzklötzchen kleben, die kann man an die Wand hängen oder man kann sich so Holzklötzchen auf ein Sideboard stellen. Was ich auch toll finde, ein Wandtattoo, das kann man die Schmetterlinge im Kreis kleben oder auch als Schwarm aufkleben an die Wand oder auf dem Dekoast oder in einem Kinderzimmer. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Schaut doch mal. Ich befestige mir gerade Frischhaltefolie auf einem Stück Karton, also auf jeden Fall eine glatte Fläche. Ich möchte euch gerne zeigen, was ich so mit meinen Farbresten, die ich immer so beim Malen gesammelt habe, was man damit super Cooles machen kann. Ich nehme eine kleine Kunststoffkarte und spachtel einfach wild drauf los und verteile die Farben auf der Folie. Schön bunt kann es ruhig werden, soll es auch werden. So, hier habe ich noch so ein Zink Metallic. Verteile ich jetzt einfach so mal ganz bunt. Und ganz unkontrolliert die Farbe. Damit es nicht so einen großen Mitschmatsch gibt, mache ich die Karte zwischendurch sauber. Dann gucke ich mal, dass ich hier noch ein bisschen Blau mit reinnehme. Ein bisschen Pink. Lasse ich das erstmal trocknen. Also so wird die Folie dann mit Farbe bestückt. Und dann legen wir die einfach zur Seite zum Trocknen. So, jetzt ist meine Folie getrocknet. Und jetzt bepinsel ich die einmal komplett mit Acrylbinder. Ruhig großzügig. Dass überall was ist, das ist wichtig, damit wir auch jede Farbfläche später zur Verfügung haben. Jetzt lege ich da als Träger Papier drauf. Versuche das hier anzuschließen. So, und streiche das schön glatt, das Papier. Und dann muss es wieder trocknen. So, jetzt ist alles trocken. Jetzt mache ich erstmal die Folie ab. Erstmal den Anfang ein bisschen vorsichtiger, nicht direkt so wegrupfen, sondern ruhig ein bisschen mit
Gefühl, dass man nicht so Farbe mit abzieht. So. Das ist meistens nur an den Außenrändern, wo vielleicht da nicht so viel Kleber hingekommen ist, also Binder. Hier ist das Klebeband ein bisschen mitgeklebt. Das ist egal, das ziehen wir jetzt alles so ab. So. Und jetzt habe ich, schaut mal, was das für tolle Farben sind. So. Und hier habe ich jetzt meine Stanzen für die Schmetterlinge. Das verlinke ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Könnt ihr sehen, was das für welche sind und wo man die kaufen kann. Und jetzt können wir anfangen und können einfach an irgendeiner interessanten Stelle, war das Papier ein bisschen gebogen. So, jetzt können wir anfangen und können uns super schöne Schmetterlinge ausstanzen. Die sind halt auf dem Papier, ja, das haben wir ja draufgeklebt, und das andere ist quasi die Farbe, die wir auf die Folie gemalt haben. Sieht toll aus, oder? Das Schöne ist, es gibt so kleine, auf Rolle, es gibt so ganz kleine Klebepunkte, die kann man wirklich rückstandslos auch wieder von überall wegmachen. Und ich mache dann immer so einen kleinen Punkt da drauf. Das verlinke ich euch auch, welche das sind. Unterm Video könnt ihr auch kaufen, damit ihr eure tollen Schmetterlinge auch irgendwo festmachen könnt. Also, ihr könnt die natürlich ihr könnt die an die Wand machen, ihr könnt die an einem Fenster machen, an einen Dekoast, an Blätter von Pflanzen oder was auch immer. Also die sind ja, dann kann man die so ein bisschen biegen. Also die finde ich ganz toll und sind wirklich individuell. Jeder ist anders. Den kann man noch nicht widerstehen, den kleinen Süßen. So. Und so kann man jetzt hingehen und kann jetzt einfach die Schmetterlinge schön ausstanzen. Und ich habe ja verschiedene Größen und deswegen kann man dann auch schön, ich mache immer diese Auffangdeckel auf, dann fallen sie direkt unten raus. Und dann sucht man sich natürlich, je nachdem wie groß die Stanze ist, suche ich mir natürlich eine schöne Farbkomposition hier raus. Ich finde das jetzt hier gerade schön für einen großen Schmetterling. Ganz vorsichtig dann wieder rausziehen. Manchmal das so ein bisschen, sieht dann verklemmt sich ein Teil, aber dann muss man ein bisschen vorsichtig einfach angehen. So, und jetzt haben wir so einen richtig schönen bunten mit Gold, Metallic, individuellen Schmetterling. Und so können wir jetzt im Grunde genommen die ganze Fläche, wenn wir das brauchen und mögen, ausstanzen, verschiedenen Größen, und können uns ganz tolles Bild basteln oder für ein Kinderzimmer einfach eine weiße Leinwand nehmen und die schön drauf kleben. Mit diesen kleinen Klebepunkten geht das ganz einfach. Da sind einige drauf, da kann man sich ordentlich austoben. So, hier sieht man genau, kann ich mir, wenn ich das umdrehe, die Stanze, kann ich genau gucken, wie der Schmetterling später aussehen könnte. Und wenn ich merke, ach, hier unten ist noch so eine schöne Stelle, dann schiebe ich das dahin und dann habe ich wieder einen schönen kleinen Schmetterling. So, ich versuche natürlich, so wie beim Kekse ausstanzen, so wenig übrig zu lassen, wie es geht. Und genau, hier kann ich mal schneiden, weil hier ist ja die Kante von den 2 Blättern gewesen. So, dann kann ich direkt mal, guck mal, hier, das ist eine super Stelle auch, oder hier
für einen großen. Ich mache hier einen großen hin. Ich drehe das wieder um, dann sehe ich besser, wie der später aussehen wird, je nachdem, wo der ist. Schaut mal, ich möchte auf jeden Fall hier ein bisschen von dem Pink noch dazu nehmen, von dem, nicht Pink, von dem Gelb und Pink zusammen. Oder mehr so. Ja, so gefällt es mir gut. Guck mal. Dann kann ich nach unten noch rücken, dann habe ich nicht so viel Verlust sozusagen. So. Und wieder einer. Und so kann man sich jetzt austoben. Oh, das macht so Spaß. Ich könnte den ganzen Tag nichts anderes machen als Schmetterlinge produzieren.